Was soll das jetzt? Das habe ich doch gesagt. Ich sorge dafür, dass du deinen unbefristeten Aufenthalt bekommst. Wenn wir zusammenhalten, dann können wir das schaffen. Du gehörst nicht zu meinen Freunden. Also pack deinen Kram und verschwinde. Dass Emilio so reagiert, das zeigt doch nur, dass ich ihm noch etwas bedeute. Lara, ich gebe nicht so schnell auf. Ich beschütze dich, das ist mein Auftrag. Wir sind stundenlang zusammen. Ich darf dich keine Sekunde aus den Augen lassen. Ich finde, da ist es völlig normal, wenn Freundschaft sich irgendwie verändert. Du hast nur geträumt. Ich bin hier. Frau Schneider, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich nehme an, Sie werden erwartet. Ja, ich habe einen geschäftlichen Termin mit Elisabeth. Die Gräfin befindet sich in der Bibliothek, wenn Sie mir eben folgen möchten. Lassen Sie es gut sein, Justus. Ich bin ja nicht die verloren geglaubte Erbtante aus Honolulu. Aber Frau Schneider... Und Elisabeth wird schon nicht der Schlag treffen, nur weil ich plötzlich in der Tür stehe. Verzeihen Sie die Störung, Gräfin. Ja, was gibt's denn, Justus? Sie haben Besuch. Es ist... Ja, Justus bestand mal wieder auf der Etikette. Ach, du bist auch da? Ich dachte, du hast erst heute Abend Dienst. Was ist denn hier los? Kim, es war völlig richtig, ihre Fotos verschwinden zu lassen und die Kopien von diesem Gutachten auch. Die Kleine hätte überall ausposaunt, dass ich mit Mertens zusammenarbeite. Zusammenarbeit. Ihr zockt Subventionen, aber ein bescheißt den Staat. Hey, ich zahle jeden Cent zurück, sobald die Firma wieder mir gehört, okay? Weißt du, ich hätte Mertens hinhängen können, Ansgar. Er wäre wegen Subventionsbetrug aufgeflogen und in den Knast gewandert. Emilio hätte mir vielleicht noch eine Chance gegeben. Aber jetzt habe ich diese Chance sausen lassen, weil wahrscheinlich nicht Mertens in den Knast gegangen wäre, sondern du. Und jetzt ist alles im Arsch. Hey, so leid es mir tut, aber das war's bereits vorher. Der Kleid bleibt doch nur mit dir zusammen, weil er sein Daueraufenthaltsrecht braucht. Darum geht's doch gar nicht mehr. Das hat er schon längst in der Tasche. Das macht's nicht besser. Dann ist er eben mit dir zusammen, weil er dein Geld will. In jedem Fall, er will dich ausnutzen und ich mache mir Sorgen um dich. Du hast bekommen, was du wolltest. Lass mich bitte in Ruhe. Was meinst du? Jetzt erzählt mir doch nichts. Immer diese Andeutungen. Du darfst mir nichts sagen. Elisabeth suggeriert mir, dass alles in Ordnung ist. Dabei kann sie sich noch nicht mal mehr auf ihren Beruf konzentrieren. Unseren Termin heute Nachmittag hast du doch bestimmt auch wieder vergessen, oder? Ups. Diese Sache macht euch kaputt. Alle beide. Die wenigen Stunden, die du noch schläfst, wälzt du dich hin und her, weil es dich verrückt macht, dass dieser Irre da draußen rumläuft und du nichts tun kannst. Und du bist ein Nervenbündel geworden. Seit ich dich kenne, habe ich dich eigentlich noch nie so gesehen. Und als hättet ihr nicht schon Stress genug, packt ihr mich noch in Watte und versucht mir weiszumachen, dass alles in Ordnung ist. Dabei sehe ich doch, dass das nicht stimmt. Charlie, weißt du, ich bin weggedöst. Ich habe gearbeitet, dann bin ich weggedöst und dann habe ich wieder von Ben Schöne geträumt. Und dann habe ich geschrien und dann war halt Frank gleich da. Und was ist mit dieser Knalltüte, die da draußen vor der Tür rumlungert? Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin gerade gekommen, um ihn abzulösen. Da war das mit ihrem Albtraum und dann war ich einfach schneller. So langsam glaube ich, dass du wirklich der Einzige bist, der seinen Job hier richtig macht. Und wenn du da draußen wärst, wäre Ben Schöne auch schon längst gefasst. Ich weiß es nicht, Charlie. Danke. Alexa. Hey, Was tust du hier? das hier ist ein Restaurant. Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Wie geht's dir? Oh, komm schon. Ich kann zufällig Gedanken lesen. Du willst doch eigentlich bloß wissen, ob ich mich hier mit jemandem getroffen habe. Irgendjemand, der mir und Tanja dabei hilft, RCL zu ruinieren oder das Schloss in die Luft zu sprengen. Es ist ja nicht so, dass du nicht schon immer eine tickende Zeitbombe gewesen wärst, nicht wahr? Ja, und ich habe auch das nötige Kleingeld, um all meine wahnwitzigen Ideen in die Tat umzusetzen. Im Gegensatz zu dir. Da ist Tanja auf deiner Seite. Verrat mir doch einfach, was ihr vorhabt. Tja, wie schade, dass du keine Gedanken lesen kannst, oder? Du hast nichts in der Hand, Ansgar. Bis auf mein Handy. Kann ich es wieder haben? John, sag mal, sehen wir uns heute Abend noch? Ja, klar. Ich habe um 7 Uhr Schluss. Schön. Okay. Bist du inzwischen so verzweifelt, dass du dich vom Personal trösten lässt? Alles nach dir ist eine Verbesserung. Nur damit es klar ist, wenn Sie dieser Frau zu nahe kommen, werden Sie es bereuen. Entschuldigen Sie, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Sache Sie überhaupt etwas angeht. Dann lassen Sie es nicht drauf ankommen. Hast du denn oft Albträume, Elisabeth? Ja, in den letzten Wochen wieder. Aber ich glaube, das ist ganz normal, dass sich so Anspannungen in solchen komischen Träumen entladen. Umso besser war es ja, dass ihr gestern mal so richtig auf den Putz gehauen habt. Wie war's denn mit meinem Mann, die Nacht durchzumachen? Oh Gott, wir haben getanzt, das war nichts Besonderes. Also erlaube mal. Du gehst mit meinem Mann tanzen und sagst, es war nichts Besonderes? Ja, also gut, Charlie, es war großartig. Wir hatten Spaß und Frank konnte sich vor tanzwütigen Damen kaum retten. Du übertreibst. Helmke, muss ich eifersüchtig sein? Nein. Nein. Können wir kurz reden? Keine Zeit. Jetzt warte doch mal. Lass es, okay? Kannst du nicht für 5 Minuten vergessen, dass du sauer auf mich bist und mir ganz kurz zuhören? Ich bin nicht sauer auf dich. Ich hab dir einfach nichts mehr zu sagen. Aber ich dir. Wir sind immer noch verheiratet. Wow. Willst du mir jetzt drohen, ja? Wenn ich nicht das tue, was du willst, rennst du wieder zur Ausländerbehörde. Spinnst du, das würde ich niemals tun. Ach, echt nicht? Komisch. Ist schon mal vorgekommen. Gib mir einfach noch 5 Minuten, dann lasse ich dich in Ruhe, okay? Nochmal, ich habe dir nichts zu sagen. Und ich habe zu tun. Daher würde ich dich bitten, wenn du keine Sicherheitsfrage hast, dann mach du deinen Kram und ich meinen. Es geht mich ja nichts an, aber vielleicht solltest du ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben. Dass er sich noch weiter von mir entfernt? Nö, irgendwann muss er mit mir reden. Ich fühle mich furchtbar. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich weiß. Ich war so verwirrt. Wieder diese Angst und diese Träume von Ben und dann warst du plötzlich da. Gott, ich habe mich dir an den Hals geworfen wie so eine dumme, verängstigte Gans. Es tut mir so leid. Elisabeth, du musst dich doch nicht entschuldigen. Es ist mein Job, dass ich mich im Griff habe. Es hätte nicht passieren dürfen. Wir haben längst eine Grenze überschritten. Wir hätten beinahe miteinander geschlafen. Himmel, Herrgott, wir haben uns hinreißen lassen. Da muss man ja kein Drama draus machen. Frank, das geht doch nicht mehr um uns. Es geht um Charlie. Sie ist deine Frau. Sie ist meine beste Freundin. Sie macht sich Sorgen um uns beide. Und wir lügen sie an. Das ist das Drama. Ich will Charlie nicht wehtun. Ich auch nicht. Wir haben die Ebenen verwechselt. Wenn ich dich als dein Personenschützer auf eine Veranstaltung begleite, dann ist das in Ordnung. Aber wir beiden dürfen nicht die ganze Nacht zusammen durchtanzen. Es ist mein Beruf, dass ich daneben stehe und dir zugucke, wie du mit jemand anderem tanzt. Auch wenn es schwerfällt. Ich sorge ab jetzt dafür, dass jemand anders die Nachtschichten übernimmt.
Und wir beiden meiden jeden persönlichen Kontakt. Warst du nicht verabredet? Das geht dich glücklicherweise nichts an. Meinst du nicht, dass du was Besseres kriegst als einen Kellner? Das ist gerade ausgerechnet der Mann, der mit einer Prostituierten zusammen war? Ich habe Eva geliebt. Wer sagt dir denn, dass es mit John und mir nicht genauso ist? Naja, du bist hier, nicht dort, richtig? Ich habe das Date nicht deinetwegen abgesagt. Auch wenn du das glauben willst. Ich habe später noch einen Termin mit Tanja. Donnerwetter. Ihr werdet dann noch richtig gute Freundinnen. Sie hat es nicht nötig, mir was vorzuspielen. Wir haben die gleichen Interessen und die gleichen Ziele. Stimmt. Ihr wollt beide LCL. Erst wollt ihr die Firma ruinieren und dann aufkaufen. Aber daraus wird nichts. Abwarten. Ja. Ökostoffe mit Pestiziden verseuchen. Ist doch klar, dass das auffliegt. Ja, schlimme Sache. Aber wir waren genauso geschockt wie du, als wir es erfahren haben. Natürlich. Alexa, wenn du gegen mich gewinnen willst, dann musst du besser spielen als gut. Es geht schon lange nicht mehr um dich, Ansgar. Du denkst immer noch, ich bin das arme, kleine, verletzte Mädchen. Aber du irrst dich. Ich spiele nicht mehr nach deinen Regeln. Ups, gewonnen. From all of the games, I'm not hearing any other way. Shut my eyes. Lass das. Wenn du denkst, du kannst dich hier jederzeit abreagieren, wenn du dich mit deiner Frau gestritten hast, vergiss es. Bitte? Ganz ehrlich, ich habe keinen Nerv auf deine Teenie-Dramen. Und ich bin auch nicht dein Kummerkasten. Was soll denn die Ansage jetzt? Hä? Hör auf, Kim hinterher zu rennen. Das macht dich klein und erbärmlich, das hast du nicht nötig. Nur damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Kim rennt mir hinterher. Was soll ich denn da machen? Ja? Du willst jetzt keine Eheberatung von mir, oder? Ich will nicht mal über Kim reden und mit dir schon gleich gar nicht. Ist das angekommen? Ich hoffe, dass das jetzt bei dir ankommt. Ich will wissen, ob du weiterhin für mich arbeitest. Ich habe absolut keine Lust, dass deine kleine, aufgewühlte Ehefrau mir ständig in den Ohren liegt, ich sollte ihren Mann nicht vom rechten Weg abbringen. Den habe ich schon längst verlassen. Die 25.000, die du Elisabeth gestohlen hast, die waren erst der Anfang. Es wird noch viel mehr, ich verspreche es dir. Klingt gut. Das heißt, ich kann mich auf dich verlassen, ja? Jederzeit. Die Zeiten als treusorgender Ehemann sind vorbei. Ich bin niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Ich bin offen für alles. Na dann, willkommen im besten Leben. Du kannst gehen. Mach die Jalousien wieder auf. So leicht gebe ich nicht auf. Ja. Ich habe jemanden gefunden, der mich gleich ablöst. Und für die kommenden Nachtschichten finde ich auch noch jemanden. Gut, das ist sehr gut. Elisabeth, hast du vielleicht mal einen Moment Zeit? Ach so, störe ich? Nein, nein. Komm rein, was gibt's denn? Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Bella hat einen Anruf bekommen und also ich hätte dich jetzt natürlich auch anrufen können, aber ich wollte unbedingt vorbeikommen und dein Gesicht sehen.
Wieso? Was ist passiert? Also ich habe mal so einen Japanischkurs in New York gemacht, ne? Ist schon eine Weile her. Leider habe ich schon ganz viel vergessen und darum habe ich am Anfang auch kein Wort verstanden. Aber später hat sich herausgestellt, dass dieser Typ die ganze Zeit Englisch gesprochen hat. Das ist doch irre, oder? Was denn für ein Typ? Der Japaner. Also Bella hat mir den durchgestellt, ja, und der war von einem der größten japanischen Fernsehsender. Japanisches Fernsehen? Was wollen die denn von dir? Über LCL Green berichten. In einem Modemagazin. Das wird von irgendeinem so komischen Topmodel moderiert. Ja, die hat letztes Jahr in der Castingshow gewonnen. Und jetzt haltet euch fest. Das schauen 25 Millionen Menschen an. Ein Fünftel der japanischen Bevölkerung schaut eine TV-Show, die von einem Model moderiert wird? Ja, 25 Millionen. Und die wollen jetzt unbedingt, dass einer von uns nach Tokio fliegt und sich als Interviewpartner zur Verfügung stellt. Aber ich kann leider nicht. Ich muss mich auf meine nächste Kollektion vorbereiten. Und also ich finde, Tanja war von Anfang an gegen LCL Green. Ich finde nicht, dass wir sie dahin schicken sollten. Tristan und Mode, Katastrophe. Bleibt Alexa. Ich meine, Alexa, ich mag sie nicht besonders, aber sie macht einen guten Job und eine gute PR für uns. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wann soll das Ganze denn stattfinden? Übermorgen. Ich fliege. Echt jetzt? Du willst nach Japan? Ja, was spricht denn dagegen? Wenn du mich so fragst, eine ganze Menge. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du dafür Zeit hast. Du, dann nehme ich mir eben die Zeit. So viel Aufmerksamkeit auf einen Schlag, das kriegen wir ja so schnell nicht wieder, oder? Entschuldige mal, allein schon wegen des Personenschutzes ist deine Entscheidung ja wohl mehr als mal nur kurz spontan. Ich müsste überhaupt erst mal mit den japanischen Kollegen telefonieren. Ich weiß gar nicht, was da möglich ist. Ja, dann wäre das doch geklärt. Danke, Frank, dass du dich kümmerst. Ja, bitte? Hast du mal eine Sekunde? Auch zwei, komm rein. Na, ich bin ja froh, dass dein Puls wieder normal ist. Vorhin dachte ich schon, du hebst ab. Ja, wäre ich auch fast. Ich meine, so eine Presse bekommt man nicht alle Tage. Japan. Ja, das ist großartig, wirklich. Ich bin auch schon beim Einpacken. Ah. Auch den Lieblingslippenstift. Sehr gut. Du, ich habe hier ein paar Notizen. Es wäre super, wenn du die Punkte bei deinem Interview fallen lassen könntest. Ach Gott. Also einmal Herstellungsprozesse und Arbeitsbedingungen. Ich meine, nicht, dass die denken, das einzig Soziale bei uns ist die Fairtrade und ökologisch gehandelte Baumwolle. Ja, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht über dieses Interview. Ja, wann auch? Ja. Sag mal, gibt's eigentlich einen bestimmten Grund, warum du hier so schnell weg willst? Wieso fragst du? Naja, du bist ja jetzt gerade nicht der spontanste Mensch. Und so eine große Reise ist doch die reinste Folter für dich, oder? So siehst du mich. Tja, irgendwann müssen wir eben alle unsere Komfortzone verlassen, oder? Machst du dir keine Sorgen, hier alles stehen und liegen zu lassen? Hallo, ich habe doch eine ausgezeichnete Stellvertreterin. Sonst gibt's also keinen Grund. Rebecca, ich möchte einfach mal weg. Ich möchte an einen Ort, wo mich nichts, aber auch gar nichts an diesen Ben Schöne erinnert. Und was ist, wenn er dir folgt? Ich meine, Frank ist ja fast durchgedreht, weil er so kurzfristig keine Sicherheitsvorkehrungen treffen kann. Der macht sich ja Sorgen um dich, als wärt ihr verheiratet. Sometimes you're the bad guy, you're still mine. Sometimes when I paint the picture, it's easier. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spielchen. Was meinst du? Du weißt ganz genau, was ich meine. What you chose to do is legitimate news. You made like a fool. You made like a fool, but you're still mine. And I want you. I want you. Alexa.
alles geregelt für Japan? Es ist gar nicht so einfach, von hier aus was zu bewegen. Irgendwie hat jeder Angst, dass ich ihm in den Kompetenzbereich reingrätsche. Wieso das denn? Elisabeth gilt nur in Deutschland als gefährdet. Sag mal, wenn jetzt Ben Schöne von dieser geplanten Reise Wind bekäme und würde sich ein Ticket nach Tokio beschaffen. Du sagst doch immer, dass er ein durchgeknallter Psychopath ist. Der Mann steht deutschlandweit auf der Fahndungsliste. Der verlässt nicht so mir nichts, dir nichts das Land, ohne dass man das bemerkt. Also es wäre nur rein theoretisch möglich. Ja, rein theoretisch wäre es möglich. Aus dem Grund habe ich auch bei den zuständigen Stellen angerufen und gefragt, ob es möglich ist, dass Elisabeth auch Schutz im Ausland bekommt. Ja, und? Nichts natürlich. Also wenn, dann muss sie sich privat drum kümmern. Die geht davon aus, dass sie im Ausland absolut sicher ist. Was sagt denn Elisabeth dazu? Die hofft, dass es stimmt. Ich meine, das ist doch absolut bescheuert. Die Frau kann doch nicht einfach von jetzt auf gleich in den nächstbesten Flieger steigen und davon ausgehen, dass es schon irgendwie gut geht. Warum regst du dich denn so auf? Weil ich seit Wochen für diese Frau verantwortlich bin. Wenn der jetzt was passiert, da werde ich doch meines Lebens nicht mehr froh. Ja, aber es wäre doch dann nicht deine Schuld. Es ist Elisabeths Entscheidung, diese Reise anzutreten. Die Sicherheitsbehörden geben grünes Licht. Nur du kannst mal wieder nichts loslassen. Was soll denn das heißen? Dass ich mir Sorgen mache. Du verrennst dich in was. Charlie, bitte mach dir nicht ständig um mich Sorgen. Mach mir keine Sorgen um dich, sondern um uns. Du willst also die ganze Nacht durcharbeiten und deswegen hast du die ganzen Fressalien mit. Im Ernst? Ja. Weißt du, wie anstrengend es ist, die ganze Nacht Exposés über die neuesten Trends zu schreiben? Da kriege ich einfach Hunger. Verstehe. Ach, jetzt komm. Tu nicht so, als wäre es das erste Mal, dass bei LCL länger gearbeitet wird. Ehrlich gesagt, es ist das erste Mal, dass man mich nach dem Generalschlüssel fragt. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ja, Rebecca hat gesagt, ich soll mir bei dir einen holen. A, ist Rebecca nicht mehr hier und B, hat sie mir nichts ausgerichtet. Ich brauche eine Einverständniserklärung. Jetzt tu doch nicht so überkorrekt. Ey, ich bin vom Sicherheitsdienst. Ich bin verantwortlich für diesen Laden hier. Ich bin keine Terroristin mit Sprengstoff. Ich arbeite hier und außerdem kennst du mich. Jetzt lass mal den Quatsch. Sascha, ich bin nicht irgendeine Mitarbeiterin. Ich bin die Tochter von Ansgar. Du kannst dir gerne diese Einverständniserklärung bei ihm holen. Der freut sich bestimmt total, wenn du ihn um diese Uhrzeit wegen so einer Lappalie anrufst. Aber ja, tu nicht, was du nicht fassen kannst. Ist gut. Hier. Aber sorg dafür, dass Emilio ihn kriegt, weil seine Schicht beginnt gleich. Ja, ich weiß. Ja, mach Feierabend. Ich muss jetzt arbeiten. Mach keinen Scheiß. Siehst du aus? Ja. Was machst du denn hier? Egal, hast du Sascha gesehen? Ihr? Der ist schon weg. Aber ich habe den Generalschlüssel, falls du den suchst. Du hast. Was? Gib mir bitte den Schlüssel, ja? Ich muss noch was erledigen. Was soll denn das jetzt? Auf Wiedersehen, Ansgar. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Ich hasse dich. Diese Kette sollte dich immer daran erinnern, was gewesen ist. Es kann einfach nicht funktionieren. Wir beide können nicht zusammen sein.
So, komm, reicht jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was im Kindergarten. Na toll, und was hast du jetzt vor? Hm? Ich muss mit dir reden. Pass mal auf, es kann ja sein, dass diese ganzen Einsperr- und Versöhnungsaktionen in irgendwelchen Fernsehschnulzen funktionieren. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Hm? Na gut, dann schweigen wir eben. Wir bleiben aber trotzdem hier. Das hast du jetzt nicht getan. Du hast nicht den Schlüssel runtergespült. Sag mal, spinnst du? Sperrst mich hier einer, damit ich meine Meinung ändere? Pass mal auf, nur zur Info. Das werde ich nicht tun. Ich will, dass du mich endlich in Ruhe lässt. Kapier das. Ich kann nicht schlafen. Ich muss am Farmund liegen. Möglich. Und du? Was machst du hier? Sagen wir mal so. Mich haben alte Erinnerungen hergetrieben. Gute? Wie man's nimmt. And I'm the ugly lover. They find us rolling on the dirty floor. Was ist? Ich kann das nicht. Dein Vater hat Eva erschossen. Mein Vater ist nicht mehr da. Ansgar, wir haben schon so viel verloren. Mach's doch nicht noch schlimmer. Wir können das doch nicht einfach so abschütteln. Und wir können es auch nicht einfach so vergessen. Tut mir leid. Ja, mir auch. Sag mal, hast du auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, wie ich wieder an den Schlüssel komme? Oder im Ansatz eine Idee, was es kostet, das ganze Gebäude mit einem neuen Schließsystem zu versorgen? Nein, du machst, was du willst und die Konsequenzen für andere sind dir scheißegal. Ich kümmere mich um den Schlüssel. Und von mir aus bezahle ich eben dieses neue System. So sieht deine Welt jetzt aus, ne? Scheiße bauen und einfach neu kaufen. Ehe wegschmeißen und jetzt neu anfangen. Ich habe unsere Ehe nicht weggeschmissen. Doch, hast du. Und es kotzt mich an, dass du es nicht mal zugeben kannst. Emilio, wie oft noch? Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Tut mir leid, ich muss hier raus. Das darf doch nicht wahr sein. Gib mir dein Handy. Habe ich nicht dabei. Pass mal auf, ich habe verdammt schlechte Laune. Gib mir jetzt dein Handy. Ich habe es nicht dabei. Du kannst mich gerne durchsuchen, wenn du willst. Emilio, ich würde das Ganze hier nicht veranstalten, wenn es mir nicht wirklich wichtig wäre. Mir geht es um uns. Und deswegen sperrst du uns hier ein? Das ist verdammt arm. Sogar für dich. Hallo? Hallo, hört uns da jemand? Willst du ein Bier? Du willst mich jetzt komplett verarschen. Du hast kein Handy dabei, aber Bier, du bietest mir gerade ein Bier an. Nein, ich will kein Bier. Ich möchte hier raus. Es ist niemand da, der uns hier rausholen kann. Also dann müssen wir wohl bis morgen hier bleiben. Kannst du nicht nachvollziehen, dass ich meinen Beruf ernst nehme? Doch, natürlich kann ich das. Die letzten Wochen, ich habe geduldet, dass du jede freie Minute bei Elisabeth oder in deiner Zentrale verbringst. Habe ich jemals was gesagt? Du schläfst nicht mehr, du bist ständig unterwegs. Wenn du da bist, hast du die Hand am Handy, falls die Dienststelle anruft. Charlie, ich bin Polizist, so war ich schon immer. Ja, so warst du schon immer. Deshalb hatten wir auch schon mal eine Krise. Aber seit du bei Elisabeth Personenschützer bist, hat sich das irgendwie noch gesteigert. Als Personenschützer hast du keinen Feierabend. Das ist Quatsch und das weißt du. Jedes Mal, wenn Ben Schöne wieder aufgetaucht ist, bist du nervöser geworden. Mehr auf der Hut.
angespannt. Logischerweise, weil er mir immer wieder durch die Lappen gegangen ist. Das ist kein Job mehr, Helmke. Du nimmst das persönlich. Das ist wie ein Zweikampf mit diesem Ben Schöne. Das ist doch Blödsinn, Charlie. Du gehst auf ein Gelände, wo du glaubst, dass Ben Schöne ist. Ohne Verstärkung. Er hat dir deine Dienstwaffe entwendet. Deshalb hast du ein Disziplinarverfahren riskiert. Ich hatte recht, er war da. Du öffnest Elisabeths Post. Könnte eine Bombe drin sein, aber du machst das ganz allein. Bist dir des Risikos nicht bewusst. Des Risikos, dass du sterben könntest. Was soll das hier werden? Willst du mich jetzt für unzurechnungsfähig erklären, oder was? Nein, ich glaube nur einfach, dass du übertreibst. Du bist so sehr in deinem Beruf drin, dass du gar nicht mehr merkst, dass es noch etwas daneben gibt. Elisabeth merkt das. Sie will eben nicht, dass Ben Schöne ihr Leben bestimmt und dass sie jede Sekunde Angst haben muss. Deshalb fliegt sie jetzt nach Japan, um mal wieder zu leben. Mensch, Helmke, tu du das auch. Komm mal wieder runter. Die Sicherheitsbehörden haben keine Bedenken, wenn Elisabeth nach Japan fliegt. Warum kannst du nicht auch daran glauben? Weil ich... Scheiße, Charlie. Es tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun. Ich will nur, dass es aufhört. Ich will, dass du wieder zurückkommst. Zurück zu mir. Du hast mir wochenlang vorgemacht, dass zwischen dir und Mertens nichts läuft und dann schläfst du auch noch mit ihm. Du hast mich auch schon mal betrogen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich war nie in Martha verliebt. Und was machen wir hier? Auge um Auge, Zahn um Zahn spielen? Und für mich gab es immer nur eine Frau und das warst du. Aber du standest auf Mertens. Jeden Tag ein bisschen mehr. Obwohl jeder wusste, dass Mertens eine linke Sau ist. Ich dachte, er ist ehrlich. Dann dachte ich, du bist eifersüchtig und wolltest... Was? Dich überfahren? Sag mal, spinnst du? Wie konntest du nur sowas von mir denken? Ich meine, ich hätte jederzeit beide Hände für dich ins Feuer gelegt, egal was vorgefallen ist. Aber du wolltest, dass ich schuldig bin. Um einfach die freie Bahn zu haben und mit Mertens schlafen zu können, ohne schlechtes Gewissen. Emilio, Warum kannst du es nicht mal jetzt zugeben, hä? Warum? Okay, du hast recht. Ich war in Mertens verknallt, ja. Aber ich dachte, es geht vorbei. Warum hast du mir das nicht einfach gesagt? Dann hättest du mich doch gleich sitzen gelassen. Ich wäre sauer gewesen, verletzt, ja. Wir hätten uns gestritten, womöglich. Aber du hättest mich nicht angelogen. Ich könnte dir vertrauen. So wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Du warst immer auf meiner Seite von Anfang an. Was zur Hölle ist denn nur passiert? Hä? Wie konnte das alles passieren? Ich bin eine blöde Kuh. Ich bin nie mit dem zufrieden, was ich wirklich habe. Und ich wollte aus dir jemanden machen, der du überhaupt nicht bist. Aber seit es zwischen uns aus ist, da weiß ich einfach, dass ich dich brauche. Ich bin nichts ohne dich, Emilio. Ich liebe dich. Ich war dir nie genug. Das stimmt so nicht. Doch, und das weißt du auch, wenn du einfach mal ehrlich zu dir bist. Warum können wir nicht von vorne anfangen? Was interessiert uns diese Krise schon in 30 Jahren? Nein. Wir können doch nicht einfach so die Uhr zurückdrehen. Das funktioniert nicht. Doch, wir schaffen das. Bitte, gib uns einfach noch eine Chance. Es ist noch nicht zu spät. Alexa, was soll das? Es ist mitten in der Nacht. Ich habe Licht gesehen. Können Sie nicht schlafen? Wird jetzt wohl auch nichts mehr. Was wollen Sie? Ich will, dass Ansgar aus meinem Leben verschwindet. Es wird nicht glaubhafter, je öfter Sie es wiederholen. Ich mein's ernst, Tanja. Ich kann ihm nicht ständig begegnen. Das ist... Ich schaff das einfach nicht mehr. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie an ihm finden.
Alexa, Sie können nicht einfach weg. Königsbrunn ist quasi Ihr einziges Zuhause. Und Ihr Vater ist hier begraben. Ich bin nicht hier, um meine Situation mit Ihnen zu besprechen. Ich will wissen, was wir noch in der Hand haben. Ich will auch, dass unser Plan funktioniert und die ganze Bagage endlich verschwindet. Warum tun Sie da nichts? Meinen Sie, mitten in der Nacht panisch durchs Schloss irren? Was ist vorgefallen zwischen Ansgar und Ihnen? Er hat meinen Vater auf dem Gewissen. Das reicht ja wohl. Sobald wir Elisabeth losgeworden sind und LCL wieder mir gehört, bekommen Sie Königsbrunn. Dann können Sie sich Ansgars Suite neu einrichten. Von mir aus das ganze Schloss. Das hört sich gut an. Schön. Dann lassen Sie mich jetzt weiter meine Entspannungsübungen machen und morgen überrasche ich Sie mit taufrischen Gedanken. Ja, hoffentlich. Ach, und Alexa, Kopfstand hilft ungemein bei schwachen Nerven. Klar. Für mich hat sich nichts geändert. Ich bin deine Frau und ich liebe dich. Ich will einfach nur eine Chance, um alles wieder gut zu machen. Es hat sich alles geändert. Besonders du. Aber es ist doch normal, dass man sich weiterentwickelt. Am Anfang war alles ein großes Abenteuer, dann haben wir geheiratet. Das war nie leicht. Von Anfang an nicht. Wir haben immer zusammen einen Weg gefunden, Emil. Als ich mich in dich verliebt habe, da warst du Kim Wolf, ein bisschen verrückt. Aber doch süß und unschuldig. Ich bin immer noch die, in die du dich verliebt hast. Nein. Du bist jetzt eine Lahnstein. Reden wir jetzt wirklich über den Nachnamen? Dann kann ich morgen gleich aufs Standesamt und werde eine Kim Sanchez. Um den Namen geht es gar nicht. Sondern? Mein Gott, du warst schon immer so eine kleine verwöhnte Prinzessin und das ist ja okay, aber jetzt strebst du nach Macht, Geld, hast den Drang, oben mitspielen zu wollen. Eine von Lahnstein eben. Nein, das brauche ich alles nicht. Ich brauche nur dich. Ich kann mich ändern. Kannst du das wirklich? Hier sind die Nummern von den besten privaten Sicherheitsdiensten in Tokio. Wenn du dich unwohl fühlst, tu mir einen Gefallen und ruf da an. Die stellen dir sofort jemanden zur Seite. Danke, das ist nett von dir. Am Flughafen wird der Kollege noch dabei sein. Der wird dich bis in den Flieger begleiten und auf dem Rückweg auch wieder abholen. Ja, also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ben Schöne das durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen schaffen wird oder den Flieger rein. Also, Es tut mir trotzdem leid, dass ich nicht mehr für dich tun konnte. du hast schon so viel für mich getan. Danke, Frank. Gut. Ich werde noch ganz kurz mit dem Kollegen draußen sprechen. Elisabeth, es geht um Frank und um dich. Frank war in den letzten Wochen wie besessen. Er hat ja auch quasi seine gesamte Zeit mit dir verbracht. Er war kaum zu Hause. Und als er sich heute so in diese Japan-Reise verbissen hat, ich gebe es zu, da war ich ein bisschen eifersüchtig. Charlie. Charlie, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ja, das ist auch schrecklich albern, oder? Wir sind ja erwachsene Menschen und ich verhalte mich wie ein Teenager. Du bist meine beste Freundin. Auf jeden Fall wirst du in Tokio kein Risiko eingehen. Versprichst du mir das? Das verspreche ich dir. So, das wäre geklärt. Ja. Ja, wie schön, dass ich mich auch noch von dir verabschieden kann, Charlie. Gute Reise. Ja. Pass gut auf dich auf. Danke, Frank. Das mache ich.
Ärzte ändern nichts. Du kannst mir nicht sagen, dass es dir nichts bedeutet. Das will ich auch gar nicht. Aber er bedeutet eben nicht das, was du denkst. So ein Kuss, der kann nicht alles wieder gut machen, weißt du? Warum nicht? Wir gehören zusammen. Gut, wir haben ein paar Probleme, aber das kriegen wir hin. Wir schaffen das. Kim, es ist vorbei. Nein. Ich liebe dich und du mich auch, das weiß ich. Bitte bleib bei mir. Das bringt doch nichts. Es ist vorbei, schon lange. Wir haben es immer und immer wieder probiert. Jetzt ist es vorbei. Nein, das darfst du nicht sagen. Bitte. Es ist nicht vorbei. Bitte, Emilio, bitte. Du liebst mich und ich dich auch. Ich liebe dich nicht mehr.